Der neue Volkswagen Golf 8, hier ist er. Und ja, wenn auch Sie ein solches Auto für vielleicht 20% oder noch mehr Rabatt erwerben möchten, ja, dann ist wahrscheinlich die Möglichkeit, Sie gehen zum Händler oder Sie gehen zum freundlichen EU-Gebrauchtwagenhändler Ihrer Wahl, der Ihnen das Ding dann als Tageszulassung besorgt, ohne große Kilometer. Und er hat zu mir gesagt, ja, das ist schon eine Odyssee. Das heißt, also die werden teilweise dann in Deutschland gebaut, sie werden dann verschifft, sie kommen wieder zurück nach Deutschland und dann werden sie viel, viel billiger. Wir sprechen heute über den VW Golf 8 1,5 TSI Live mit Lenkradheizung, Digital-Cockpit, USB-C-Anschluss und, also die Kiste ist unglaublich voll. Und ja, werden heute mal zeigen, was so dran ist an EU-Fahrzeugen und ja, was man erwarten kann bei einem EU-Fahrzeug und wo man die kriegt. Ja, wir stehen heute in St. Ingbert, das ist im Saarland. Hier ist mal die CO2-Effizienz 4,7 Liter. Das ist ein Turbo-Benziner und kombiniert hat er 122 Gramm pro Kilometer und die CO2-Effizienz ist B wie Bertha. 96 Kilowatt hat das Auto, 1315 Kilogramm. Und eine ganz, ganz schicke Farbe. Ja, der Golf 8, er ist immer größer geworden. Hier nebendran habe ich mal zum Vergleich einen Polo, der da ist. Und ja, das sind schon eigentlich Golfmaße, wie es mal war. Aber ein richtig schickes, tolles Auto, ja. Hier ist Dominik, ich grüße dich. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wir haben hier heute unseren neuen VW Golf 8 hier stehen, den wir zu einem guten Preis von 21.000 € anbieten können. EU-Reimporte. Das Genau. Klingt immer so, als wärst du ein Schwerverbrecher. Nein, wir sind keine Schwerverbrecher. Das ist einfach nur, in vielen EU-Ländern werden die Autos halt günstiger angeboten, weil da das Preisniveau oder auch die Gehälter schlechter sind als in Deutschland. Und deswegen werden die Autos dort günstiger angeboten. Das ist halt ein Vorteil für uns. Wir können die Autos von dort wieder zurückführen nach Deutschland, können dafür einen günstigeren Preis anbieten als der Händler in Deutschland selbst und haben damit die Chance, die Kunden besser zufriedenzustellen. Also das heißt, ihr könnt wahrscheinlich einen besseren Preis anbieten. Vielleicht machen wir es mal so, nicht, dass der Nächste kommt direkt mit der großen Keule und sagt, ich stelle mich mal kurz hier vorne hin, zeig mal das Heck. Ja, Autobund, das ist das, was ihr macht. Das ist tatsächlich der neue Golf 8. Das ist nicht ein Golf 7, wo er einfach nur ein Bodykit draufgeschraubt hat und also keine Tricks. Nein, gar keine Tricks. Das ist der ganz neue Golf 8 mit einer Erstzulassung von 10.07.2020. Also ganz, ganz neu. Tageszulassung. Genau, Tageszulassung. Dadurch, dass wir die wieder zurück importieren müssen, muss unser Autobundpartner die Autos einmal auf sich anmelden. Deswegen ist da dann halt dieses Erstzulassungsdatum mit drin. Ja, du hast noch einen Preis für mich, sag mal. Genau, 22.970 €. So, wir zeigen es mal ganz kurz. Hier vorne steht es drauf. Also ein VW Golf 8, 1,5 TSI Live. Das ist ein Auto, unglaublich gefragt. Genau der, oder? Genau, der ist auch in der Farbe sehr, sehr gefragt, weil jeder heutzutage gerne mal auf Grau springt. Genau, Grau ist die neue Trendfarbe hier von der Seite. Da ist es, ihr habt ganz, ganz viele Wagen, die ihr als Reimporte quasi macht. Genau. Wir zeigen euch heute mal diesen tollen Golf 8, wie er hier steht. Ja, den gibt es nur als Fünftürer? Ja, den haben wir im Moment leider nur als Fünftürer im Angebot. Wir werden wahrscheinlich auch noch mehrere ins Angebot bekommen. Das Problem ist halt im Moment, dass die Nachfrage zu hoch ist bei unseren Reimportautos, sodass wir gar nicht mehr nachkommen mit den Bestellungen von unserem Hauptsitz. So sieht's aus. Ja, hier vorne steht er. Ja, wir schauen uns den gleich mal von innen an. Golf 8 bedeutet in Deutschland natürlich schon, das ist ein Statussymbol. Einen neuen Golf zu fahren, ist toll, oder? Das stimmt. Freuen sich die meisten Leute, auch wenn sie herkommen und sich ihn anschauen. Die sind echt sehr, sehr entspannt und sehr, sehr glücklich, wenn sie das Auto sehen, im Gegensatz zum Golf 7. Da hat sich ja schon vieles geändert, auch von der Form her. Er sieht sportlicher aus. Innen auch. Wahnsinn, oder? Innen auch. Innen ist alles voll elektronisch, es ist alles nur noch digital. Es ist eigentlich ein Auto der Zukunft. So, wir gucken gleich mal rein. Also ich zeige nochmal gerade mal so außen, wie das Auto aussieht. Also von hinten sieht er noch ein bisschen aus wie ein Golf. Von vorne ist er komplett geändert. Das heißt also unglaublich schnittig. Gut, das ist also praktisch ein Grauimport hast du, oder? Genau. Ein EU-Import. Die Leichtmetallfelgen sind wahrscheinlich nur für den Film, die werden dann wieder abgeschraubt. Nee, die sind dabei. Die sind dabei. Komplett dabei. So wie das Auto steht, wird das Auto verkauft. Und der Motor wird nicht ausgebaut. Nein, der wird auch nicht ausgebaut. Ist auch ein Original-VW-Motor drin.
Okay, wunderbar. Nee, ich mache nur Spaß, weil viele denken ja, da stimmt irgendwas nicht. Service kann ich bei jedem Volkswagen-Partner machen? Genau, Service kann bei jedem Volkswagen-Partner gemacht werden, aber auch bei uns selbst vor Ort. Also wir kümmern uns auch um alles. Ihr könnt auch die Original-Volkswagen-Garantie erfüllen, quasi. Genau, wir würden Inspektionen, alles machen wir auch. Und falls es ein Problem mit der Garantie gibt, würden wir uns mit einem Volkswagen-Händler in Verbindung setzen und würden uns darum kümmern. Ich kann aber auch zum Volkswagen-Händler direkt gehen. Ja, genau. Sie könnten auch direkt zum Volkswagen-Händler gehen. So, mach mal auf hinten. Muss mal kurz mal hin reingucken. Ein Schildchen versteckelt. So, mach mal kurz mal auf hier unten. Mal kurz da mal reinschauen. Da ist sogar ein Reserverad mit Reifen dabei. Genau, viele Autohersteller wollen ja nur noch auf diese Kits gehen. Aber bei Volkswagen hat man sich wahrscheinlich wieder gedacht, wir machen es anders, wir machen noch einen Ersatzreifen rein. Das ist erstens mal kostensparender und auch besser, als mit diesem Schaum zu fahren. Ja, so ist es. Funktioniert aber auch der Schaum, muss man sagen. Also das hängt davon ab, aber hier kann auch ein Reifen mal so richtig kaputt gehen. Man hat einen Notrad damit dabei. Wenn du mal kurz zumachst, die Bank ist geteilt umklappbar. Wenn du mal kurz nach vorne gehst, Genau, mal den linken Teil. Unten geht auch? Okay. An den Durchreiche für Ski und so. Durchreiche, falls man einen Urlaub fährt, für einen Skiurlaub fährt oder mal was Längeres dabei hat, kann man das von hinten bis vorne durchschieben. So, wunderbar. Mach mal zu. Dann schauen wir uns mal gerade die Beinfreiheit an und die Sitzposition. Du bist wie groß, Dominik? Ich bin 1,75 groß. Genau, schlag mal ein. 1,75. Du bist jetzt das kleine Kind. Genau. Aber habe noch genug Platz für noch ein bisschen größer zu werden. Noch ein bisschen größer zu werden, so sieht es aus. Beinfreiheit perfekt. Wir haben hier sogar Taschen hinten drin für Handy oder alles Mögliche zu verstauen, wenn man nicht alles in seinen Taschen haben möchte. Das gibt es auch nicht bei allen Herstellern. Haben sogar hier unten noch eine Ladefunktion. Ich müsste jetzt mal genau gucken, wo das ist, wo man das Handy noch laden kann. Halt Golf 8. Genau, also überall Möglichkeiten für das Auto zu... So, mal rauskommen bitte. Hier vorne haben wir den neuen Spiegel. Ach, ist der schön. Mach mal auf von dem Motor. Ich will mal reingucken, ob da wirklich einer drin ist. Zurzeit ausgebaut. Die arbeiten ja mit allen Tricks, die Gebrauchtwagenhändler. Ja, ist es ja eigentlich kein Gebrauchtwagen, es ist ja ein EU-Neufahrzeug. Genau. Ihr seid natürlich ein Meisterbetrieb, muss man dazu sagen. Ja. Das heißt, also ihr seid nicht irgendein, ich sag mal, Händler, die will ich jetzt auch nicht schlecht machen. Ihr macht das Ganze schon ewig. Ihr wart mal Vertragspartner von Mazda bis vor kurzem. Wir waren Vertragspartner bis 2018 von Mazda. Mazda hat sich da leider neu positioniert. Da sind wir leider rausgeflogen, aber darin sehen wir eigentlich unsere Chance, in anderen Sparten weiterzuwachsen. Ist schon gemein. Ihr habt jetzt die EU-Reimporte, wo du vorher immer drüber geschimpft hast. Jetzt hast du selber Mazda als Reimporte bei dir im Laden stehen. Ja, Mazda bis jetzt noch nicht als Reimporte. Die vertreiben wir selbst noch so als Neuwagen oder Tageszulassungen. Es ging aber auch. Das geht auch. Wir haben zurzeit leider keinen Mazda in unserem Fahrzeugbestand als EU-Import. Das wird aber auch noch kommen. So, du hast auch die entsprechenden Werkzeuge, um das R1234YF zu servitieren. Genau, haben wir alles. Hochgiftig, darf man nicht aufmachen. Das stimmt. Da ist es. Ja, mach nochmal zu. Der ist echt neu, oder? Der ist ganz neu. So Der ist hat es. jetzt genau, ich glaube, 7 Kilometer drauf. Schlüssel ist dabei. Wir zeigen mal ganz kurz nochmal das Cockpit. Schlag mal ein, dass wir mal sehen. Wenn du mal ganz kurz wartest, ich zeige mal gerade das Multifunktionslenkrad, was hier mit drin ist. Das voll digitale Cockpit, das ziemlich cool ist. Das kann man anpassen, wie man will. Hier vorne hat man die Schalter, sind alle clean, die kann ich jetzt super einfach reinigen. Ein Schaltgetriebe mit 6-Gang. In der Mitte nochmal ein großes Display mit drin. Richtig cool. Also das macht einen Höllenspaß, macht das voll digitale Display. Schlag mal ein. So, du hast ihn dir jetzt angepasst auf deine Größe? Genau. Er ist jetzt eigentlich auf meine Größe eingestellt. So, weil die Leute nämlich hinten gesehen haben, der Sitz war ein bisschen vor. Das heißt, der ist auf 1,75 jetzt getunt. Genau. So, die Sitzhöhenverstellung ist dabei. Genau, die Sitzhöhenverstellung ist dabei. Alles nicht elektronisch diesmal. Muss man noch alles selbst machen, aber ist im Endeffekt auch ein Kostenfaktor. Es ist günstiger, das zu reparieren als ein elektrisches. Das geht doch nicht kaputt meistens. Genau. Ja. Das kann leider so, ich komme auf deine Seite. Mach mal zu. So, dann setze ich mich mal neben den Dominik und wir schauen mal aufs Cockpit, denn
Das hat nämlich einiges zu bieten. Ich sehe schon, ihr habt hier mit ganz günstiger Folie den nachgerüstet hier, oder? An der Seite. Das ist Original. alles original. Ich zeige mal gerade hier den Eingang. Auch hier habt ihr so billige Klebefolie drauf gemacht, damit der EU-Reimport, der so ganz schlimm ist, dann aufgewertet wird. Nee, auch original. Genau, alles original. So. Mach mal an. So, wenn du den starten würdest, der würde angehen. Der würde angehen. Und hier sehen wir es. Wir haben ihn jetzt gestartet. Alles einwandfrei, bis auf die Tankanzeige. Dadurch, dass er am Berg steht, zeigt er mir jetzt 0 an, aber ist noch ein bisschen was dran. Ist genug noch drin. So, da ist sogar die Anzeige sogar auf Deutsch. Alles auf Deutsch. Im Volkswagen. Genau. Es gibt bei unseren Autos nichts in einer anderen Sprache. Es ist alles auf Deutsch eingestellt. Man kann ja heutzutage in jedem Auto die Sprache so einstellen, wie man möchte. Man kann auch in einem Neuwagen von einem Händler eine englische Sprache einstellen, eine französische Sprache. Also es ist ja heutzutage kein... Aber der Reimport hätte jetzt nicht nur zum Beispiel Spanisch oder Portugiesisch drin. Nee, der hat alles drin. Der hat auch Deutsch drin. Okay, nee, ich mache mich ein kleines bisschen drüber lustig, weil ich habe noch nie... Ja, viele haben Vorurteile davon, vor EU-Fahrzeuge. Ja, hin und her ist ja nicht dasselbe, aber es ist im Endeffekt genau dasselbe Auto wie in Deutschland. So ist es. So, der funktioniert auch der Touchscreen? Oder ist es der funktioniert einwandfrei. Oder ein Fake? Alles original. China. So, da ist das Multifunktion. Nee, komm, wir hören auf mit dem Spaß. Also es ist alles so drin, wie es beim Deutsch ist ja eigentlich komisch. Ja, der wird ja wahrscheinlich auch in Deutschland gebaut. Ja, wenn du sagst, beim deutschen Fahrzeug ist die Klimaanlage auch drin. Klima ist auch drin. Die wird heute auch über das Display gesteuert. Sag mal. Indem man auf den Klimaknopf hier unten drückt. Der ist da, ja. Und dann kann man hier alles per Touchscreen über die Funktion, erst über diese Funktion anmachen und dann anmachen und kann auch hier dann einstellen, ob man Klimaanlage möchte, ob nur die Frontscheibe beheizt werden soll, ob Fahrer von der Front oder von den Fußabteilungen her die Luft bekommen soll. Aber man kann auch die Intensität einstellen und die Gradzahl. Alles per Knopfdruck. Und zwar per einen Knopfdruck. Das heißt also nicht wie im Moment ja gefordert wird über 7-mal, 3-mal Untermenüs und so. Nee, das geht sehr einfach. Genau, und man kann auch dort direkt die Sitzheizung mit einstellen. Das heißt, mach mal an. Es ist schon ein bisschen kalt jetzt im Oktober. Wir drehen am 1. Oktober. Vielleicht machen wir Stufe 1. Nicht, dass wir machen mal die Klimaanlage aus. Und Stufe 1, genau. Eigentlich total simpel, oder? Ja, alles total simpel. Ist eigentlich alles selbsterklärend in dem Auto, wenn man da drin sitzt. So, digitales Cockpit, richtig cool. Tempomat drin? Ja. Ist mit drin. Abstand? Müsste eigentlich auch mit drin sein. Denn da vorne ist nämlich so ein kleines Zeichen mit drin. Aktiver Spurhalter? Ist auch dabei. Ist auch dabei. So, das heißt, der ist ziemlich voll, oder? Ja, genau. Der hat nur kein Leder, aber ist auch Geschmackssache. Das stimmt. Warte, ich zeig mal gerade. Ja, aber es gibt ja Schlimmeres wie kein Leder. Außerdem die automotiven Sitze, da kann auch mal ein Joghurt drauf gehen. Also die kriegst du immer sauber. Genau. Das ist ziemlich cool. Vielleicht einen Joghurt schnell reinigen. Was wir auch halt noch eine schöne Funktion haben, ist, wir können unser Telefon einfach hier hinlegen. QI. Und es wird geladen. Ich habe jetzt leider zu dicke Hülle drauf. Jetzt. Und es lädt. Ja, meins lädt leider gar nicht. Ich habe hinten so einen Magnetkontakt drauf. Also so ein Blech, damit der Magnet funktioniert, da geht's nicht. Aber QI hat's drin. Genau. Funktioniert alles einwandfrei. Also es ist ein Auto der Zukunft. Der Golf 8. Du hast es toll gesagt, du bist ja gar kein Volkswagen-Händler. Ja, aber wenn wir uns für die Autos selbst interessieren, macht das schon Spaß, mal zu sehen, was auch andere Hersteller können. Wir hatten ja vorher nur den Einblick auf Mazda und können jetzt halt Einblick auf alle Marken bekommen und das ist schon schön zu sehen. Du bist mit Fahrzeugen aufgewachsen in deinem Leben? Ja. Ich bin seit ungefähr, sagen wir mal, 20 Jahren, seitdem ich denken kann, wachse ich mit den Autos auf. Ja. Und habe dort dann auch jeden Tag eigentlich, bin ich in der Firma gewesen. Okay. Jedes Auto mir angeschaut, überall immer informiert, also das ist eine Leidenschaft. Ja, einziger Nachteil ist, diese EU-Reimporte haben leider kein höhenverstellbares Lenkrad, oder? Die haben auch höhenverstellbares Lenkrad. Ach, echt? Aber von der Tiefe nicht? Tiefe hat der jetzt leider nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das Original auch nicht. Ist egal. Ist auf jeden Fall so, das ist wie beim Original quasi. Genau, es ist ein Volkswagen. Ist ein Original. Ist ein Original. Gott, also nicht in China. Komm ich auf. Komm, wir gehen raus, machen Abmoderation. Dann zeigen wir mal. Also hier schöne Details mit drin. Zeig mal Ambientelicht. Ambientelicht haben wir noch.
Das ist, im ganzen Auto kann man die Lichter verschieden einstellen, wie man möchte. Das sieht man jetzt nicht. Wenn ich jetzt auf Rot drücke, ist der Display hier rot. Wir haben aber auch im Fußraum rot. Ja. Sieht man jetzt leider nicht so gut. Und hier unter den Leisten. Wenn ich jetzt mal da... Sieht man das auch, dass da rot rauskommt. Das ist sogar hinten an den Sitzen. Das geht komplett durch das ganze Auto. Kann man in jeder Farbe, die man möchte, einstellen. Sogar auch für die Frauen pink. Da gibt es keine... Es gibt auch Männer, die pink wollen. Ja. Aber es gibt keine Grenzen von den Farben. Ich habe es befürchtet. So. Wenn du noch mal kurz ins Menü gehst, geh mal rein. Das Menü. Fahrzeugdaten gehen, aber vielleicht machst du das Pink echt mal weg, weil jetzt haben wir nichts gegen Pink, aber mach mal bitte Klang, Stereoanlage, die drin ist, DAB Plus ist drin. Genau, ist alles drin, wird alles über den Display gesteuert. Sag mal DAB Plus. So, ja. Ich glaube nur das, was ich sehe. Radio Medien. Man muss dort immer ein bisschen hin und her gehen bei dem Radio. Okay. Und dann Medien. Da bin ich auch nicht so ganz... Ist aber drin. Ist Quellen, genau. Quellen ist Bluetooth drin, Radio. Müsste... Muss ich mich mit dem Auto nochmal... Okay, sollte der übrigens kein DAB haben, es ist ja Pflicht ab 1.11. Genau. Also alle die kommen, der ist jetzt sowieso leider schon weg, ja, es ist dazu. Aber ich sag mal, dann kann man den auch ordern mit DAB+. Einfach nur kurz sagen, gell? Genau. Ist nicht schlimm. Also ich sag mal, die neuen, ich glaube, es ist Pflicht in der EU ab Dezember und so müssen alle Neufahrzeuge DAB haben. Ich glaube, er hat DAB, nur ich bin mir nicht sicher, wo ich es jetzt genau finde. Müsste ich mir die Betriebsanleitung nochmal genau anschauen. Kriegen wir hin. Ich habe dich überfallen heute Morgen, muss man sagen. Ja, du konntest dich nicht vorbereiten. Genau. Da steht er, der Golf 8 als Reimport. So, wir gehen mal raus. Ich merke schon, Leidenschaft für Volkswagen bei... warte. Und was ganz wichtig ist, auch für die Raucher, gibt es bei Volkswagen einen Aschenbecher und einen Zigarettenanzünder. Das ist ja überall kein Standard mehr. Echt? Das darfst du mir nicht zeigen. Du bist Raucher? Ja, leider. Okay. Gut. Der raucht schon im Auto. Nein, das nicht. Soll es aber geben. So, Kraftstoffverbrauch 4,7 Liter, also ein Reimport. Du hast die Preisliste nochmal da, Dominik. Genau. CO2-Effizienzklasse B, der VW Golf 8 1,5 TSI Live mit ziemlich voller Ausstattung für 22.970 Euro. Die ist auch ausweisbar, die Mehrwertsteuer. Das heißt, wenn ich jetzt das Firma kaufe, kein Problem. Genau, ist gar kein Problem. Die Mehrwertsteuer ist ausweisbar. Das wird gar kein Problem. Der nächste Kunde ruft an. Wir sind bei Autohaus Bosche in St. Ingbert. Bosche, nicht wie Bosch, sondern hinten dran. Genau, wie die Firma Bosch, nur mit E. Kfz-Meisterbetrieb. Und wenn Sie mal Lust haben auf eine EU, das ist jetzt nur ein Beispiel, am besten konfigurieren lassen. Ich kann mir die auch bestellen, wenn ich will. Genau, auf Wunsch. Wir haben ungefähr normalerweise 1000 bis 1200 Autos in unserem Fahrzeugbestand, die wir auch physisch dann in unseren Lagern haben. Und von dort aus können wir Ihnen dann das Auto anbieten, was Sie gerne hätten. Genau, Autobund heißt euer Verband. Ja, vielen Dank, Dominik. Bis dann. Tschüss.